Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Kim Ferrandina. So, die erste Episode ist über die Römer in Wien, und zwar die antiken Römer. Darum seht ihr hier, da wo meine Hände hinzeigen, das sind Reste noch der römischen Siedlung, die rund um das römische Lager Vindobona bestand. Diese Reste sind aus dem 2. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus, und zwar nur der Mittelteil mit diesen Steinen. Jetzt verlassen wir diese Reste, um Richtung Römerlager Vindobona zu gehen, oder besser gesagt in Richtung da, wo sich das römische oder der Eingang ins römische Lager Vindobona befunden hat. Ihr habt diesen Namen vielleicht schon mal gehört. Wenn ihr diesen Film Gladiator mit Russell Crowe gesehen habt, den mag ich ganz besonders gerne. Dieser Film beginnt mit dem Tode von Marcus Aurelius. Marcus Aurelius hat sich auch in Wien aufgehalten im 2. Jahrhundert nach Christus. Das Ganze war auch während der Markomannenkriege. Und man sagte früher, dass Marcus Aurelius in Wien verstorben sei. Jetzt geht man eher davon aus, dass er in Serbien verstorben ist. Jedenfalls, Marcus Aurelius war in Wien, und in dem Film wird auch später dieser Name Vindobona genannt, wo sich eben die Römer in Wien aufgehalten haben. Wir gehen jetzt entlang einer Straße, die ins römische Lager führte, wo sich 6000 Soldaten aufgehalten haben, vom 1. bis zum 5. Jahrhundert nach Christus circa. Ihr werdet in dieser Straße, entlang dieser Straße, sehr viele bekannte Namen und Marken sehen. Das ist einer der teuersten Einkaufsstraßen Wiens. Wenn ihr genügend Geld habt, könnt ihr hier vorbeischauen, aber das ist auch nicht notwendig, und darum geht es auch nicht bei diesem Video. Also die Römer kamen nach Wien im 1. Jahrhundert, und zwar 97 nach Christus, soweit mir bekannt, haben sich hier bis zum 5. Jahrhundert in etwa aufgehalten. Die Römer hatten hier eben dieses Lager Vindobona, ca. 6000 Soldaten waren es insgesamt, und es gab einen Südeingang, das war die Porta Decumana, glaube ich, ja. Die ging immer Richtung Rom. Dann gab es die Porta Praetoria, die ging immer Richtung Feind. Das war in dem Fall der Norden, wo sich die Barbaren aufgehalten haben. Dann gab es eine Porta Sinistra, die war hier, ein linkes Eingangstor, und eine Porta Destra, ein rechtes Eingangstor ins römische Lager. Die Römer kamen, wie gesagt, im 1. Jahrhundert. Dann kamen die sogenannten, also da kam die sogenannte Völkerwanderung. Interessant ist, dass die Völkerwanderung im deutschsprachigen Raum Völkerwanderung genannt wird, aber in Italien wird das Ganze Le Invasioni Barbariche genannt, die barbarische Invasion. Und das zeigt uns auch sehr gut, was es für die Italiener bedeutet hat, nämlich das Ende des Weströmischen Reiches. 476 geht das Weströmische Reich zu Ende, damit ist es dann vorbei. Das Oströmische bleibt aber nach wie vor, und zwar bis 1453, bis Konstantinopel von den Osmanen erobert wird. Solange läuft das eben. Dazu kommen wir vielleicht noch mal später. Jetzt möchte ich euch dazu einladen, euch vorzustellen, ihr seid Menschen, die genau hier gelebt haben, in der Zeit der Römer. Ihr geht Richtung römisches Lager, und hinter mir seht ihr wahrscheinlich schon eine Schrift, ziemlich groß, Wagner, und dann, das ist an eurer rechten Seite, und an eurer linken Seite ein Gebäude mit einer braunen Fassade mit Statuen dran. Genau dazwischen hat sich eben der Eingang befunden in das römische Lager Vindobona. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, gibt es wahrscheinlich in Zukunft auch die Live-Videos, die ich machen werde. Ich hoffe, diese erste Episode hat euch gut gefallen. Wenn ja, bitte hinterlasst mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mir gerne auch Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich das auch tun. Ich wünsche euch alles Gute, empfehlt dieses Kanal weiter, habt Spaß im Leben. Wir sehen uns nächste Woche für die zweite Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3. Na, wir brauchen ja die Drehung drinnen immer. Aber das war alles falsch. Nimmst du auf? Habe ich zweite Episode gesagt? Ich habe zweite Episode gesagt. Ja. Noch genug Zeit, dass ich da den Bogen schaffe, okay? Ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen. Es schneit hier ein bisschen, wenn es euch